Zweimal im Jahr freuen sich viele ArbeitnehmerInnen, wenn sie auf ihren Gehaltszettel schauen. Nämlich dann, wenn das sogenannte 13. und 14. Gehalt ausbezahlt wird. Alles zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt's jetzt. Bei mir im Studio Jasmin Heindl, AK-Juristin. Jasmin, was genau ist denn dieses Urlaubs- und Weihnachtsgeld eigentlich? Ja, für das Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt es verschiedene Bezeichnungen wie 13. bis 14. Gehalt, Sonderzahlungen oder Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration. Und typischerweise erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sommer oder in der Weihnachtszeit dann zum monatlichen Lohngehalt eine weitere Zahlung. Oft spricht man daher auch vom doppelten Lohn oder Gehalt. Haben denn alle ArbeitnehmerInnen Anspruch auf so ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld? Nein, denn das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist nicht gesetzlich geregelt, sondern in den Kollektivverträgen typischerweise. Und die Kollektivverträge werden auf Arbeitnehmerinnenseite von den Gewerkschaften verhandelt und erkämpft. Was mache ich denn, wenn mein Arbeitsverhältnis eben keinem Kollektivvertrag unterliegt? Gibt es da dennoch eine Möglichkeit, zu diesem 13., 14. Gehalt zu kommen? In diesem Fall gibt es eben keinen automatischen Anspruch auf das Urlaubs- und Weihnachtsgeld und wir empfehlen diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, es schriftlich im Arbeitsvertrag zu vereinbaren, dass auch in diesen Fällen Urlaubs- und Weihnachtsgeld zusteht. Das ganze Thema haben wir natürlich auch auf unserer AK-Website für euch zusammengefasst. Den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jasmin, jetzt ist es dann eben so, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Sommer- oder Winterurlaub mit diesen Gehältern, mit diesen Zusatzgehältern bezahlen. Daher eine wichtige Frage, wie hoch sind denn die? Meistens beträgt das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld einen Monatslohn oder ein Monatsgehalt. Es gibt aber auch Branchen, in denen weniger oder mehr gezahlt wird. Wichtig ist es hier, dass man im Kollektivvertrag nachschaut, wie viel zusteht. Und regelmäßig geleistete Überstunden, Prämien oder Zulagen werden nur dann beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld mitgerechnet, wenn das der Kollektivvertrag vorsieht oder es vereinbart wurde. Bei Teilzeitbeschäftigten, da werden aber mehr Stunden, die geleistet wurden, beim Urlaubs- und Weihnachtsgeld mitgerechnet, außer es wurde Zeitausgleich vereinbart. Wann wird denn dieses Urlaubs- und Weihnachtsgeld ausbezahlt? Auch die sogenannte Fälligkeit, das heißt, wann das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ausbezahlt werden muss, ist im Kollektivvertrag geregelt. Und sehr häufig ist das Urlaubsgeld im Juni oder Juli fällig und das Weihnachtsgeld im November oder Dezember. Angenommen, ich habe jetzt neu wo angefangen in der Firma, dann habe ich wahrscheinlich jetzt nicht den vollen Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, oder? Wie wird das geregelt? Ja, typischerweise steht das Urlaubsgeld für ein Kalenderjahr zu und wenn ich jetzt mitten im Jahr in der Firma beginne, dann habe ich eben nur den anteiligen Anspruch und nicht das volle Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Verfügung. Und hat das Arbeitsverhältnis zum Beispiel Anfang Juli begonnen, dann bekomme ich beim Urlaubsgeld rund die Hälfte und beim Weihnachtsgeld ist es genau dasselbe. Andersherum, ich bin nicht neu im Job, sondern das Arbeitsverhältnis wird beendet. Wie schaut es denn da mit allfälligen Ansprüchen aus? Wenn das Arbeitsverhältnis während des Jahres endet, dann haben Angestellte jedenfalls den Anspruch auf das anteilige Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bei den Arbeitern hängt es sehr häufig von der Beendigungsart ab. So kann zum Beispiel bei einem unberechtigten vorzeitigen Austritt oder einer fristlosen Entlassung das Urlaubs- und Weihnachtsgeld auch ganz wegfallen. Aber auch das ist in der Regel im Kollektivvertrag geregelt und daher sollte man dort nachschauen. Liebe Jasmin, vielen Dank für deine Expertise. Und für euch, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns und bis bald.